Ja, ich finde auch irgendwie, ich weiß nicht, bei mir war es jetzt nicht so der Fall, weil Deutschland einfach eine sehr große Nation ist und Ja. vielleicht, weil ich nicht das Talent hatte oder habe. Nee, ist andere Voraussetzungen. Ja, Also halt aber einfach jetzt, auch im Land selber. ja, und jetzt kommst du aus einem Land, wo du einfach, keine Ahnung, immer der Beste bist oder einer der Besten bist und du gehst in die weite Welt raus und merkst auch immer, also das, was ich in meinem Land bin, ich bin da weit weg von den Weltbesten, weißt du, man? Jedes Land hat da solche wie mich 5-mal, also, Ja. weißt du, man? Das ist vielleicht auch noch irgendwie sowas, was man auch so mitnehmen. Was gut tut, ja. Gut, Ja. ich hatte jetzt nie, weil ich hatte nie das Gefühl, okay, ich bin jetzt einer der Besten und so weiter. Aber es ist schon etwas, was einem gut tut, wenn man dann auf einmal merkt, okay, ich bin auf einmal ein großer Fisch, vom großen Fisch im kleinen Teich, auf einmal ein kleiner Fisch oder ein kleinerer Fisch im größeren oder im großen Teich. Ja, klar. Ja. Und es sind nur Junioren. Und irgendwann wird der Teich dann noch größer. Ja, dann sind auf einmal schwimmen da Haie rum und du Ja. als kleiner Fisch, der am Anfang der Als Größte kleiner war, Nemo, ja. am Anfang der Größte warst, bist auf einmal unter den Haien und weißt gar nicht, was wieder geschieht. Ne? Ja. Verstehe ich. Übertrieben gesagt. Ja. Ja. Du warst dann offiziell Profi eigentlich dann, als du aus den Juniors rausgekommen bist. Wie waren so deine Anfänge? Also keine Ahnung, da gab es bestimmt irgendwie, der Coach hat gesagt, du Adi, schau, du musst, keine Ahnung, 30 Wochen im Jahr spielen und das sind die Ziele oder hast du vielleicht selber festgelegt und das wird erreicht. Wenn nichts erreicht wird, dann entweder härter daran gearbeitet oder irgendein Wechsel muss sein oder dann ist finito. Ja, also am Anfang, ich hatte da wieder keinen Punkt mehr, als ich dann aus den Juniors rauskam. Okay, hast du wieder verloren, oder was? Genau, ja. Und da habe ich halt, wie gesagt, begonnen und dann am Anfang hatten wir offiziell, klar, inoffiziell habe ich einen Wunsch gehabt, okay, jetzt möchte ich sofort wieder einen Punkt haben. Ist auch einfacher, um in die Qualis reinzukommen und ich möchte auf die Weltrangliste. Ja, klar. Ganz einfach. Aber eigentlich war die offiziellen Ziele war eigentlich eher, mein Spiel zu verbessern, Dinge, die ich verbessern muss, an denen zu arbeiten und dann halt mich dadurch dann halt mein Level oder mein Niveau zu verbessern und dadurch dann halt gut genug zu sein für die Punkte. Ja. Und dann hatte ich, oder nicht das Glück, aber dann konnte ich zum Glück, sagen wir mal, gleich wieder relativ früh punkten. Habe dann da wieder in der Schweiz, habe mich wieder qualifiziert und dann einen Punkt geholt. Und dann hat es halt wieder ein bisschen begonnen, kam ich wieder einfacher rein und logischerweise spiele ich dann auf einmal viel mehr Turniere, war dann auch da relativ oft am Reisen, auch alleine am Reisen, wie ich vorhin schon erwähnt habe. Habe da vieles gelernt und auch dann da immer wieder gemerkt, okay, ich habe zwar jetzt kaum Punkte, aber immer wieder Gesetzte geschlagen, da wieder auf einmal Halbfinale gespielt mit 18 und solche Dinge. Dann dachte ich, okay, gut, eigentlich bin ich gut dabei. Ja. Und mich da langsam hochgearbeitet. Und ich glaube, dann kommt meine Verletzungsliste, beginnt dann langsam, ja. Ja, aber wenn wir vielleicht, bevor wir dann zu den ganzen negativen Sachen kommen, erste Frage, hast du damals die Möglichkeit gehabt, mit besseren, beziehungsweise Profis, keine Ahnung, jetzt, okay, Federer ist, glaube ich, zu weit gegriffen, aber mit solchen Spielern trainieren zu können, wo du sagst, Alter, die sehe ich auf dem Platz, keine Ahnung, ich trainiere einmal im Monat mit denen und da bin ich so am Ackern und sehe, wie die da arbeiten, das gibt mir nochmal einen Motivationsschub. Gab es das bei euch in der Schweiz, oder? Ja, wie gesagt, wir waren ja dann in Österreich und da gab es ja 2, 3 Profis da. Die waren dann die haben damals noch Einzel gespielt oder beide haben dann noch gespielt, aktiv. Und die waren zwischen, was waren die, 150 damals und so um die 300 rum und konnte ich mit ihnen auch trainieren. Ja, was nicht so schlecht ist. Also wenn es vorausgeht, sie waren natürlich dann da. Ja. Und das hat mir schon extrem viel gebracht. Logischerweise, weiß nicht, ob sie denn so happy waren, weil die hatten teilweise nach auf einmal einen Druck, wollten dann im Trainingsmatch das Jahr nicht verlieren gegen mich. Echt? Ja, Okay. logisch. Als sagen wir mal, älterer gegen einen 18-Jähriger zu verlieren jetzt im Training ist, vor allem wenn du dann 300 stehst, also ist halt ein anderer Druck. Und dann, aber ich hoffe wirklich, dass es auch für sie was gebracht hat, die Trainings. Ja. Und für mich hat es natürlich extrem viel gebracht, weil war ich da, konnte mich da ans Level gewöhnen, halt an die Geschwindigkeit der Bälle und dass man einfach nochmal mehr machen muss.
um einen Punkt zu gewinnen. Oder auch, dass man da nicht einfach so, sagen wir mal, 3-4 Punkte am Stück geschenkt kriegt im Normalfall. Halt alles so Dinge, die mir dann geholfen haben, die mich dann weitergebracht haben. Und das hat dann auch gleich auf die Turniere, oder hat also sofort einen Einfluss auf die Turniere. Weil dann hatte ich auf einmal dann kein Problem mehr gegen Leute zu spielen, in dem Alter, die standen 300-400. Und da konnte ich schon mitspielen, habe da 3 Sätze gespielt, habe da teilweise gewonnen. Klar habe ich dann öfters noch verloren, weil dann halt einfach mental war ich noch nicht ready genug, um dann wirklich konstant Widerstand zu leisten auf dem Platz. Aber ja, das hat mich extrem weitergeholfen, wirklich da mit Profis da ab und zu mal mitzutrainieren. Ja. Also auch jetzt alleine schon für die Motivation, auch wenn sie nebenan, wenn ich mit meinen Gleichaltrigen spielen musste, einfach kurz rüber zu schauen auf der Bank und sagen, okay, die geben hier Vollgas, die sind das und es schaut gut aus, ich möchte das versuchen und so halt. Ja, es ist schon mal ein Motivationsschub und dann, weiß nicht, oder wenn ich mit solchen Spielen weiß ich halt, oder dann ins Match reingehe und gegen gleiche spiele, denke ich mir so, Alter, eigentlich trainiere ich ja mit solchen, also der ist jetzt kein Übermensch, der geht genauso aufs Klo, wie ich aufs Klo gehe. Also, weißt du, was ich meine? Der macht nichts anderes als ich. Spielt vielleicht das Tennis ein bisschen besser, aber sonst ist es relativ ähnlich. Weiß nicht, ob du da jetzt zuerst zum Negativen kommen willst, zur Verletzungshistorie bei dir, weil du hattest schon ein bisschen was, hast schon ein bisschen was hinter dir. Oder ob du da eher zu dem Bereich gehen willst, wo es dann, weiß ich nicht, meiner Meinung nach so eines der größten Sachen, die einem passieren kann, wenn der für seine Nation spielen will. Und zwar, das ist dann der Davis Cup. Also, ich weiß nicht, also Leute, die es vielleicht nicht kennen oder vielleicht so semi mitbekommen, das ist halt einfach, du spielst für deine Nation, das ist halt wie in so eine WM. Nationalmannschaft. Ja, du spielst in einer Nationalmannschaft und man hört es ja beim Fußball, zum Beispiel bei Deutschland, okay, die sind jetzt gerade Katastrophe. Aber für ihre Verhältnisse, Ja, frühere Verhältnisse, da hat sich jeder gewünscht, einfach nur da zu sein, einfach nur bei der Mannschaft dabei zu sein und irgendwie auch nur eine Minute, auch wenn ich nur Bankwärmer bin, ist scheißegal, ich feuere die Mannschaft genauso an. Wie kam es dazu, dass du nicht nur einmal, sondern ganze zweimal für den Davis Cup für die Schweiz spielen konntest? Das war ein bisschen später, ich glaube, da war ich so 23 rum, sowas. Und da hatte ich schon meine erste größere Verletzung hinter mir. Da kommen wir sicher später nochmal kurz dazu. Und da hatte ich wirklich mal ein Jahr, konnte ich wirklich durchspielen. Also ist auch im Tennis ist extrem wichtig, dass man da wirklich einen Rhythmus auch im Match kriegt. Also Matchrhythmus, das heißt Matches spielen, Turnier spielen, das nächste zu gehen und einfach viele Matches zu haben. Und da hatte ich wirklich ein Jahr, konnte ich eigentlich fast durchspielen. Ja. Klar gibt es ab und zu mal kleine Verletzungen, aber es ist nichts, wo ich das Gefühl habe, okay, da fällt jetzt ein Monat oder 2 oder 3 oder mehr fällt aus. Ja. Und da habe ich mich echt gut hochgespielt. Konnte da 2 Future gewinnen in dem Jahr und auch Doppel einiges gewinnen. Und dann war ich eigentlich ich glaube, es war mein Career High in der Zeit. Und da gab es logischerweise Roger und Stan, die bei uns halt die Götter waren. Oder immer noch sind eigentlich, oder? Immer noch sind, logischerweise, aber die waren da schon ein bisschen älter und haben dann da wirklich begonnen zu schauen, okay, was soll ich spielen? Davis Cup, soll ich mich schonen? Und dann, durch das sie sich geschont haben oder sich schonen wollten für andere, für Grand Slams, für weiß ich nicht was, kam ich dann da eigentlich in die Mannschaft rein. Da waren noch logischerweise 2, 3 vor mir in der Zeit, auch die Älteren. Und ich war eigentlich, sagen wir mal, letzter Ersatz, das erste Mal in der Mannschaft. Und ja, du bist da ganz normal und dann bist halt da voll am Anfeuern und denkst, wow, cool, hier wieder mit dem Schweizer Kreuz rumlaufen, aber nicht mehr als 12-Jähriger, sondern diesmal wirklich als Erwachsener. Und dann hast du da halt Pressekonferenzen und da musst du mit den Fans was machen und es ist schon speziell, dann läufst du ein und auf einmal stehst du auf dem Platz und dann kommt die Schweizer Hymne und denkst du, so fühlt sich das also an. Also echt, echt cool. Gänsehaut gehabt? Ja, logischerweise. Ja. 2, ja. Und dann bist du da voll dabei, bist am Trainieren mal die ganze Woche, kannst wieder mit den guten Leuten trainieren.
Und da ist dann, auf einmal kommt ein Severin Lüthi, halt unser Captain, unser Coach ums Eck, und der ist die ganze Zeit mit Roger unterwegs und ich kannte ihn davor jetzt nicht so wirklich. Ja. Und dann bist du noch, okay, was sagt er, okay, und das möchte ich machen und das, und dann halt, also keine Ehrfurcht, aber halt, du möchtest halt ihn ein bisschen aufsaugen, weil der ist die ganze Zeit mit Roger unterwegs und der hat so viel Erfahrung auf dem Level und so. Und dann bist du einfach dabei, denkst, cool, jetzt bin ich dabei und jetzt nehme ich so viel wie möglich mit. Und dann bist du am Anfeuern und tust eigentlich alles, okay, braucht er noch was fürs Match oder okay, nach jedem Punkt stehst du auf und klatschst und bist hier so da. Einfach um dem Spieler auch Energie zu geben von der Bank her. Und dass er weiß, okay, wir stehen alle komplett hinter ihm. Und damals war noch das alte System, also es ging auf Best of Five. Ja, klar. Und da kann auch vieles passieren. Speziell da ist noch wichtiger, dass die Energie da ist von der Bank. Ja. Weil 5 Sätze, geht es noch ein bisschen mehr hoch und runter. Und dann war ich halt da, wie gesagt, 4., 5. Ersatz, waren ja da 5 Spieler waren im Team. Durften im Team sein. Okay. Oder 4 oder 5, ich weiß gar nicht mehr. Und dann waren 2 Einzelspieler und haben die beide gespielt und die hatten relativ lange Matches. Einer war nicht ganz 100% fit und der andere hat lang gespielt oder weiß ich nicht was. Auf einmal heißt es am Abend, ich denke mir gar nichts. Und wir hatten wirklich einen Doppelspezialisten dabei, der eigentlich nur noch Doppel gespielt hat und der stand gut, stand er da. Ich weiß nicht genau, was er da stand, aber unser Doppelspezialist in der Nationalmannschaft, in dem Davis Cup. Auf einmal sagt er so, okay, ihr zwei kommt mal her. Denkst du, okay, gut, wird den morgigen Tag besprechen, wie früh wir trainieren halt, dass die anderen dann direkt vom Match einspielen können und so. Und auf einmal heißt es, okay, morgen ihr zwei spielt Doppel. Und ich so da. Habe ich jetzt richtig gehört? Weil du gehst halt ohne irgendwelche Erwartungen gehst daher, weil du denkst, okay, ich bin der Jüngste, was keine Ahnung. Bin ich so da und dann wurde ich einmal richtig nervös. Ich so, okay. Also ja, ihr spielt Doppel, alles gut, habt ihr irgendwelche Fragen, das und das haben wir ein bisschen besprochen, wer welche Seite spielt, was wir machen möchten und so. Und dann gehst du halt hoch ins Zimmer und denkst so, oh mein Gott. Und dann bist du nervös, okay, habe ich alles hier, alles was ich brauche für morgen und so weiter. Und hatte ich alles da, alles wunderbar. Und dann hat sie wieder ein bisschen gelegt, weil ich habe mir auch gesagt, okay, im Endeffekt ist eigentlich nur, also nicht nur, ist halt ein Match wie jedes andere auch. So. Das ist so einfach, ja. Das ist so einfach gesagt. Und halt ganz normal geschlafen. Was noch witzig ist, am nervösesten war ich wirklich am Abend, als es mir gesagt hat. Okay. Am nächsten Tag, klar, bist du dann nervös und läufst rein und weiß ich nicht was. Aber am Abend davor war ich viel nervöser wie direkt vor dem Match oder so. Weil dann wirst du eingespielt, fühlst dich eigentlich gut und musst einfach loslegen. Bist wieder ein bisschen, das ist nicht gerade im Tunnel drin, aber plus minus echt okay, ist wieder ein Match. Sick. Logischerweise, wenn dann auf einmal auf der anderen Seite haben wir gegen Max Mirny gespielt und der hat ja, glaube Grand Slams gewonnen, glaube Olympia hat er glaube auch gewonnen, war Doppel Nummer 1 der Welt, soweit ich das weiß, und auf einmal spielst du gegen ihn, denkst okay, wow. Und dann, verlierst halt 6-7, 6-7, 6-7. No way. Ja, Nein. Ich hatte einen Satzball, einen Volley auf dem Schläger im ersten Satz. Im zweiten Satz hatten wir, glaube auch wieder 1 oder 2 Satzbälle und im dritten dann nicht mehr. Und dann bist du halt richtig enttäuscht, logischerweise nach 6-7, 6-7, 6-7. Dann, was aber gut war, konnten wir die Begegnung dann 3-2 mit Nacht Einzeln gewinnen. Okay. Und ich glaube, wir waren sogar 1-2 hinten nach dem Doppel. Also haben wir im letzten Tag haben wir beide Einzel gewonnen. Und dann ist halt eine riesen Euphorie da und alles gehen auf den Platz und dann gibt es noch nicht eine Party, aber halt dann gehst du dann mit der Mannschaft wieder essen und da haben die extra dann, glaube ich, sogar das Restaurant für uns aufgemacht. Und dann bist du da am Handy, steckst das Handy an, lässt Musik laufen und kriegst halt, also es ist halt wegen eine richtig gute Stimmung. Und hast halt erstmal so das Gefühl, okay, ich habe zwar verloren, ich habe das Match verloren, ich habe jetzt eine riesen Erfahrung gemacht, aber ich bin Teil des Teams. Ja. Und wir haben die Begegnung gewonnen. Ja. Und dann fliegst du direkt weiter bin ich direkt weitergeflogen nach
was war das, Roehampton, also London. Und auf einmal beginnt wieder der Future Grind. Ja. Auf einmal bist du da, okay, ich spiele am Abend bei 10 Grad draußen in London. Auf Rasen war das, gell? Nee, es war auf Hartplatz draußen. Okay. Niemand interessiert sich fürs Match. Und da spielst du auf einmal, verlierst den ersten Satz, denkst du, wow, das ist ein kleiner Unterschied im Vergleich zu vorhin. Und dann beginnt halt wieder das normale Leben. Mit wem hast du eine Doppel gespielt? Mit Luca Margaroli. Okay. Ja, Doppelspiel spielt jetzt noch, hat echt wieder gut gespielt in letzter Zeit. Also Luca, falls du es siehst, verstehst zwar kaum Deutsch, glaube ich, aber well done. Deutsch ist gut. Deutsch ist gut. Er versteht schon. Doch, mittlerweile stimmt, er ist in Wien, aber well done für letzte Zeit, echt gut. Ja. Und dann das zweite Mal war im Jahr darauf, Februar, kriege ich wieder einen Call. Und diesmal wusste ich schon, dass die Chancen gut sind, dass ich dabei bin. Weil einer der Spieler, der letztes Jahr noch gespielt hat, der hat aufgehört, retired. Ja. Und dann dachte ich, okay, gut, jetzt ist er weg und gut möglich, dass ich da wieder dabei bin. Und dann kommt halt der Anruf, hallo, ja, du bist dabei. Wir fliegen nach Kasachstan. Wir haben ein Auswärtsmatch, okay. Und dann logischerweise ich weiß gar nicht mehr, wie viel früher ich da Bescheid gekriegt habe, war natürlich wieder super happy. Logischerweise. Ja, klar. Ich meine. Kasachstan, noch ein bisschen weiter weg. Und dann spielst du das ganz normal, ich glaube, das war dann im Februar irgendwann. Meldet sich dann die Teammanagerin und sagt, okay, wann bist du wo, okay, wir treffen uns alle in Frankfurt und wo bist du vorhin, von wo bis wo brauchst du einen Flug? Und dann fliegst du halt nach Kasachstan, dann kommst du an. Und ich glaube, es war 12, also Mitternacht oder irgend sowas. Wirklich richtig spät. Gehst raus und es ist einfach minus 40 Grad. Ja, das habe ich mitbekommen, dass es da richtig tough ist. Minus 40 Grad, jetzt denkst du, Halleluja. Dann wirst du gleich abgeholt, gehst ins Hotel und schaust mal einen Wetterbericht. Halt, ich habe davor schon ein bisschen angeschaut, aber ich realisiere es ja nicht wirklich. War mal wirklich Wetterbericht, okay, es geht nie, tagsüber ist minus 20, in der Nacht ist minus 50, also minus 40, minus 50. Denkst du, okay, cool, wow. Dann bist du da am Trainieren, bist mit Shuttle unterwegs, ich glaube, wir waren 8 Tage da. Ich glaube, ich war 3 Minuten draußen irgendwo unterwegs. No chance. Unsere Physios, die zwei Crazy Guys, die haben sich eingepackt wie alles, was sie gefunden haben, und sind da wirklich zur Anlage marschiert. Aber sie haben es nur einmal gemacht. Nachher nicht mehr. Und dann bist du halt wieder am Trainieren und dann kommt ins Gegnerteam, ist auch da und dann siehst du halt die Leute, auf einmal kommt ein Kukushkin um Sek, der war Top, weiß 30, ich nicht, oder? Möglich, ja, 40, also Top 50 fix. Und schaust du das Papier und bist jetzt, sagen wir mal, nach Papier bist du nicht Favorit, aber spielt ja keine Rolle. Dann trainierst du, sind eigentlich alle gut drauf. Und auf einmal am Abend vorher heißt's, so Adi, du spielst Einzel morgen. Echt? Ja. Wieso? Okay. Shit. Okay, wow, jetzt muss ich mich vorbereiten. Eigentlich super cool, ich habe mich natürlich gefreut. Aber denkst schon, okay, wow. Das ist jetzt nochmal eine andere Liga wie Doppel. Ja, klar. Doppel kannst du irgendwie so... Kann der Doppelpartner dich so ein bisschen hochziehen? Ja, genau. Also du hilfst dir zusammen eigentlich. Ja. Kannst dich zusammen Einzel supporten. Ist dann wieder und Einzel und dann halt auch Best of 5 wieder. Und dann ich wusste, okay, wenn er mich aufstellt, bin ich die Nummer 2 von unserem Team. Und damals, ich weiß nicht, wie es jetzt mittlerweile ist, aber... 1-2 gegen 1-2. Genau. Das heißt, du spielst Kukushkin. Ich habe Kukushkin gesagt, okay, gut. Und dann bist du wieder, hat zuerst unsere Nummer 1 hat zuerst gespielt, ein bisschen da, so lange wie möglich im Zuschauen. Gehst dann irgendwann runter in deine Räume und bist dich da vorbereiten, machst alles, Essen und so weiter, Warm-up. Und dann gehst du halt wieder raus und dann bei uns damals in der Schweiz, beim ersten Mal waren, ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer es waren, aber es waren halt, sagen wir mal, 600, 700. Gute Anzahl, aber jetzt nicht übermäßig. Ja, stimmt. Und auf einmal läufst du rein und in Kasachstan ist auch ein Stadion Indoor, auf einmal sind da halt 3000 und halt gegen dich, plus minus. Ja, wobei klar. sie extrem fair waren, aber logischerweise sind sie trotzdem... Ja, klar,
Die werden jetzt nicht sagen, ja super Adi, schöner Punkt für dich. Also sie haben schon geklatscht, aber halt logischerweise immer Kasachstan Ja, und klar. weiß ich nicht was. Ja. Und dann denkst du, okay, fängst du an, habe mich echt gut gefühlt im Training. Dann spielst du und am Anfang, ich glaube im ersten Game habe ich keinen Punkt gemacht. Er hat serviert. Und denke ich, okay, gut, hoffentlich geht es so weiter. Gut, wenn es so 3 Sätze weitergeht. Aufwachen, komm! Und dann habe ich aber auch souverän durchgebracht, mein Aufschlagspiel. Dann legen sich die Nerven wieder ein bisschen und dann weiß ich was alles, weil sollte eigentlich sein, aber möchte nicht schlecht dastehen. Ich möchte jetzt nicht gleich irgendwie die ersten 8 Punkte direkt verlieren. Denkst du, okay, wow. Und dann bist du da, auf einmal habe ich Breakbälle. Ich so, okay, gut, ruhig bleiben. Auf einmal mache ich das Break. Und dann, okay, jetzt einfach Punkt für Punkt weiterspielen, nichts viel überlegen. Auf einmal, erster Satz, Switzerland. Okay, ich glaube, es war 6-3. Ja, 6-3, irgend sowas. 6-3 und dann mache ich wieder einen Break im ersten Game. Dann denke ich wieder, okay, jetzt einfach spiel dein Ding, mach weiter, nicht viel überlegen, aber habe es dann leider nicht mehr ganz so hergekriegt, meinen Kopf so gut wie möglich aufs Wesentliche zu fokussieren. Dann hat er logischerweise auch langsam besser gespielt, hat sich eingestellt auf mich und so weiter und so fort. Er war wahrscheinlich auch ein bisschen nervös, logischerweise. Und dann wurde es dann relativ tough für mich. Ja. Dann hatte ich, glaube keine Chancen mehr. Also halt, klar habe ich dann mitgespielt und wir hatten Rallyes und so, aber war nie wirklich eng im Satz dann leider. Und dann habe ich dann in vier Sätzen verloren, ja. Sick. Und normalerweise ist auch etwas, die ganze Anspannung, die du da hast, bei den Matches also ich hatte mehr Anspannung wie sonst irgendwas. Ich konnte damals 4-5 Stunden trainieren und ich hatte gar nichts am nächsten Tag. Jetzt habe ich 4 Sätze gespielt, ich weiß gar nicht, wie lange es war und am nächsten Tag hatte ich echt Muskelkater. War tough. Da habe ich dann auch wieder gemerkt, okay, halt wie extrem der Kopf da Ja, klar. auch für den Körper mitspielt. Man hat es, glaube ich, ganz gut gesehen, als Alcaraz gegen Djokovic, ich glaube, French Open gespielt hat. Genau. Wo der ist eigentlich ein richtiges Monster oder ein Tier auf dem Platz und trotzdem bekommt er auf einmal Krämpfe. Okay, das ist vielleicht ein anderes Thema. Aber dann hast du Davis Cup gespielt. Und jetzt, wenn du dann so rausgehst, dann nie wieder? Oder nee, dann begannen dann die Verletzungen und was alles. Also du hast eigentlich für dein Leben lang hast du für die Nationalmannschaft, für die Schweizer Nationalmannschaft gespielt im Tennis, was nicht viele Leute von sich behaupten können. Aber dann kam halt so ein bisschen das eher Negative. Es kam davor schon, aber ja. Ja, das kam davor und danach und eigentlich hat sich so ein bisschen durch die Karriere gezogen. Schon ein bisschen. Ist bescheuert, weil die Karriere ist noch nicht vorbei. Nee. Bis jetzt. Bis jetzt, vielleicht schaut es morgen wieder anders. Na. Nee, aber es hat sich bis in meiner Karriere bis jetzt so durchgezogen. Wir haben halt davor schon ein bisschen geredet. Du hast mir gesagt, wenn du es so ausmachen müsstest auf eine Nummer von Verletzungen, wo man sagt, okay, das sind wirklich taffe Verletzungen, hast du mir gesagt, das sind 4 Stück. Wie lang waren die Auszeiten? Oder vielleicht nennen sie mal, keine Ahnung, irgendwie so, dass man sich irgendwie so vorstellen kann. Ja. Also ich habe auf dem Nummer 1 meinen Fuß übertreten auf dem Parkplatz, vereister Parkplatz. Fuß übertreten und Bänder gerissen und Knochensplitter auch abgerissen, so muss ich operieren. Dann habe ich Reha gemacht. Ich glaube, der Arzt meinte, dauert 4-5 Monate. War sehr optimistisch gerechnet, aber dann egal, Reha gemacht und dann konnte ich immer wieder ein bisschen spielen, dann kam der Schmerz wieder, Schmerz wieder. Dann hat sich das ein bisschen hingezogen, habe ich nochmal operiert, um dann wirklich auch noch Narbengewebe, was ich wieder also rauszunehmen. Ich will da nicht groß ins Detail gehen, auch für Leute, die vielleicht solche Dinge nicht so gerne hören. Und dann wirklich bis ich da schmerzfrei war, waren 1,5 Jahre insgesamt. Das war von 19 bis 20,5, irgend sowas. Ja, eigentlich in der Zeit, war ich echt gut. Nach den Junioren hatte ich sofort gepunktet, war gut unterwegs. Und da,
war nicht ganz so einfach, vor allem als junger, sagen wir mal, ein bisschen unerfahrener Tennisspieler. Vor allem in solchen Belangen, weil bis dahin hatte ich ja nie was, halt vielleicht mal 2, 3 Wochen irgendwas und dann war es halt okay. Dann habe ich erstmal das rausgenommen, dann, wie gesagt, konnte ich Davis Cup und so alles spielen, war gut. Und dann aufpassen, falls wer irgendwie an Gewicht des Schlägers rumtestet, dann wollte ich den Schläger verändern und habe da ordentlich Blei raufgeschnallt auf den Schläger, also raufgepackt. Weiß nicht, wie viel das waren sicher 15, 20 Gramm mehr und halt viel damit gespielt und dann irgendwann Handgelenk. Hat begonnen halt mit Entzündungen und so, habe ich noch ein bisschen weiter gespielt und immer wieder Pause gemacht, angefangen, Pause gemacht, angefangen, noch mehr Pause gemacht. Weiß nicht, waren 1, 2 Monate und dann war ich dann beim Arzt in Belgien und da gemeint, okay, ich habe genau noch eine Chance, ich muss spritzen und diese Spritze ist eigentlich die einzige Option, um die OP rumzukommen. Allerdings hat er gesagt, okay, wenn du die Spritze, wenn wir spritzen, dann darfst du dein Handgelenk ein halbes Jahr nicht, also belasten. Klar, ich darf Dinge machen, aber ich darf kein Tennis spielen. Hier ist okay, alles besser wie OP. Weil OP ist für mich persönlich eigentlich immer die letzte Lösung. Ja. Und ein halbes Jahr nichts gemacht, war auch wieder relativ zäh. Und dann wieder angefangen, hat zum Glück jetzt mittlerweile funktioniert alles wunderbar. Also ja, hoffentlich. Gut, ich wusste auch, dass es ein richtig guter Arzt ist, weil ich da mich logischerweise umgehört habe und ich da auch einige kenne und da viele Profis, auch Top-Profis bei ihm waren. Und gut, dann wieder gespielt. Ein bisschen. Ich weiß nicht, wie lange es war, aber ich glaube, es waren 3, 4 Monate und dann hatte ich Patella-Sehnenprobleme. Und auch da halt immer wieder ein bisschen gespielt, muss ich wieder pausieren. Dann ging ich zu einem Arzt, der sagt wieder operieren. Ich so, okay, bitte nicht, eigentlich möchte ich nicht operieren. Ging ich zum zweiten Arzt und der meinte, nee, unbedingt nicht operieren. Dann, das ist auch geil, oder? An und für sich ist nicht schlecht, der Ansatz, das was nochmal versucht ohne. Aber was ich halt noch falsch gemacht habe, ich habe es zu lange ohne versucht. Okay. Und dann im Endeffekt wurde es dann beim zweiten MRI oder MRT oder weiß nicht genau, wie man das bei MRT, euch im deutschen Raum nennt. Ja, MRT. Ja, ich kenne nur die Schweiz. Und war es dann viel schlimmer. Dann Patellasehnen, Andres längs und sonst noch 1, 2 Dinge. Dann musste ich wieder operieren. Auch da hieß es halbes Jahr Minimum. Und im Endeffekt, klar, ich war dann direkt während Corona und vor Corona, also ich hatte keinen Stress, um zurückzukommen. Ja. Aber dann habe ich es wieder versucht, dann ging es wieder nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ich lasse es, jetzt gehe ich mal 8, 9 Monate, gehe ich für den Verband, halt als Trainer war ich dann da unterwegs, einfach mal, um den Kopf frei zu kriegen, weil die Reha hatte ich dann wirklich hier oben. Klar. Ja. Weil du bist so viel am Machen und da bist endlos bis zum Abend dann noch im dunklen Gym irgendwo unten und machst deine Übungen für eine Stunde oder weiß ich nicht was, dass du am nächsten Tag da aufwachst und wieder kaum gehen kannst, obwohl es eigentlich nicht sein sollte. Wie gesagt, dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt muss ich mal mentale Auszeit haben und klar habe ich dann Reha gemacht, aber jetzt auch wollte einfach mal eine andere Erfahrung haben. Klar, ja, verständlich. Und war auch echt mal cool, das erste Mal dann konstant Geld zu haben, einen Lohn. Ja. War natürlich auch was Neues für mich. Das gab es davor Leben lang nicht. Logischerweise. Und dann hatte ich da, war ich ich habe es, wie gesagt, langsam genommen, aber bis ich dann so im Griff hatte, dass ich wieder spielen konnte, waren 2 Jahre insgesamt. Leck mich am Arsch. Ja. Dann habe ich letztes Jahr dann wieder gespielt. Von April bis Anfang August mit Liga. Letztes Jahr? Letztes Jahr. Ja. Dann habe ich das Knie wieder ein bisschen begonnen, habe ich kurz Pause gemacht im Knie. Dann habe ich wieder begonnen mit Fitness und dann draußen außerhalb vom Fitness, Treppe runter, wieder Fuß übertreten und hat geheißen, ja, wir versuchen es wieder ohne OP. Ich so, ja bitte, habe es ein halbes Jahr wieder ohne OP versucht. Aber